Herzlich willkommen zu diesem Python-Tutorial für Fred Pro. Ich bin Christopher und heute wollen wir uns mal anschauen, wie man die Belichtungseinstellungen von Kameras dynamisch anpassen kann und so ideal auf seine Szene abstimmen kann. Gerade wenn man für VR-Szenen vorbereitet, wird man manchmal feststellen, dass man immer nur eine feste Kamerabelichtung einstellen kann. Also man kann die Parameter der Kamera so einstellen, dass sie dann entweder für den Außenbereich gut aussehen, aber dann vielleicht nicht für den Innenbereich. Und gerade wenn man Szenen hat, in denen man sich außen bewegen kann oder auch zum Beispiel einen Fahrersitz reinsetzen kann, dann ist die Präsentation vielleicht nicht so gut, wie man sich das gerne wünschen würde. Gerade im Außenbereich würde man die Kamera vielleicht ein bisschen dunkler drehen, damit die Sonneneinstrahlung keine Überblendungen schafft. Wenn man jetzt aber in das Fahrzeug reingeht, da wünscht man sich vielleicht, dass die Kameraeinstellung, die Belichtung ein bisschen heller eingestellt ist, um einfach noch mehr Details im Fahrzeuginnenraum zu sehen. In Game Engines ist das eigentlich schon länger implementiert, dass Kameras so eine sogenannte Auto-Exposure anwenden. Das heißt, je nachdem wie viel Licht die Kamera aufnimmt, wird das Bild dunkler reguliert oder auch heller, wenn man sich in dunklen Räumen befindet. Bei Fred ist das jetzt noch nicht der Fall. Das ist ein Feature, was vielleicht in Zukunft kommen wird, da Fred auch vermehrt für Echtzeitanwendungen eingesetzt wird. Aber klassischerweise findet man das derzeit gerade im Gaming-Bereich. Und hier bei Fred müssen wir uns eben anders behelfen. Wir können aber mit Skriptlösungen das Verhalten nachempfinden, sodass wir dann auch bestimmte Bereiche definieren können, in denen wir bestimmte Kameraparameter festlegen können. Und wie machen wir das? Als erstes erstellen wir uns Boxen, die als sogenannte Bounding-Boxen fungieren, die wir Camera Volume nennen können. Und wir werden uns noch eine Box erstellen, die dann außerhalb von dem Fahrzeug einfach als Testvolume fungiert. Und die Volumes sind gerade hier in dem Auto angelangt, aber wenn wir die hier nach draußen ziehen, dann können wir die jetzt zum Beispiel hier auf den Fahrzeuginnenraum anpassen. Dafür können wir einfach hier die Transform-Einstellungen öffnen, Uniform Scaling ausschalten und dann können wir hier das grob skalieren, sodass diese Bounding Box ungefähr ins Auto reinpasst. Wir wollen jetzt nur den Bereich erfassen, der hier auch im Fahrzeug liegt. Das ist die erste Kiste. Und bei der zweiten Kiste, die verschieben wir mal vor das Fahrzeug. Die dient einfach nur als Testkörper, den wir dann zum Testen der Einstellungen hernehmen können. Und die Idee ist jetzt, dass wenn sich die Kamera innerhalb von einer dieser Bounding-Boxen befindet, dann passen wir die Kameraeinstellungen auch dynamisch an. Und im Moment sehen wir, dass die Boxen noch mit einem Material gerendert werden. Das können wir auch hier mit den Materialeinstellungen. Wir können hier einfach neues Material erstellen. Da können wir die Transparenz auf 100% setzen und dann einfach den beiden Körpern zuweisen. Genau, und dann sieht man sie schon gar nicht mehr. Wenn man sie aber anklickt und hier oben dieses Bounding Box aktiviert hat, sieht man noch, wo hier die Volumes sich befinden. So, und jetzt können wir auch mit unserem Skript anfangen. Hier unter Edit können wir den Skript-Editor öffnen und ich verschiebe den jetzt mal hier auf die Seite. Und ein Skript habe ich schon vorbereitet, um einfach mal kurz das Prinzip zu demonstrieren, was wir jetzt hier verwenden werden. Wir werden jetzt hier die Basisklasse VRAEBase verwenden und die wird verwendet, um nebenläufige Operationen in Fred auszuführen. Das heißt, in jedem Renderschritt, in jedem Frame kann hier eine Aktion ausgeführt werden. Und hier als Beispiel habe ich jetzt einfach mal eine Klasse geschrieben, die hier von VRAEBase erbt
und die kann man dann hier initialisieren mit dem Konstruktor. Und hier suchen wir uns den Camera Node von der Perspective Camera, speichern den als Klassenvariable. Das ist von Fred vorgegeben. Das ist eine Funktion, die das sozusagen in die Render Loop mit aufnimmt. Und mit setActive können wir die Klasse hier aktivieren, sodass sie auch ausgeführt wird. Das wird auch zum Event Handling verwendet. Brauchen wir jetzt in dem Fall eigentlich nicht, ist aber eigentlich ein Standardbestandteil von der AE Base Class. Und das ist eigentlich die Hauptfunktion Loop. Und hier mit Add Loop wird dieser Loop eben hinzugefügt. Und alles, was wir jetzt machen, ist in jedem Frame einmal die Kameraposition auslesen. Und zwar hier im Terminal. Wenn wir das Ganze jetzt starten und mal das Terminal reinholen, dann sehen wir, dass sich jetzt in jedem Frame quasi geprüft wird, wo befindet sich die Kamera, und das Ganze wird dann im Terminal eben ausgegeben. Und dieses Prinzip wollen wir eben auch verwenden, um zu prüfen, ob sich die Perspective Camera innerhalb einer dieser beiden Bounding-Boxen hier befindet. Wie das Skript dann konkret implementiert wird, das schauen wir uns im zweiten Teil an. Bis dahin, macht es gut. Ciao!